Pyramide. Das Wesen Pyramide. Also ich sehe als erstes so eine Art Gebäude, was wie eine Pyramide aussieht. Das hat ja eine bestimmte Form. Es hat was Luftiges, es schwebt in der Luft, ich sehe es nicht auf der Erde. Das Wesen Pyramide. Das Wesen Pyramide. Also ich sehe das als Energie, nicht manifest, nicht mit Steinen oder so, nicht als Gebäude. Aber was bist du denn für ein Wesen? Also ich sehe das auch mehr im Kosmos. Ich sehe jetzt das gar nicht auf der Erde, das Wesen Pyramide. Aber was macht es da? Es wirkt wie ein Planet. Könnte ein Planet sein. Es könnte eine Burg sein, aber nee, aber da ist ja das Wesen Pyramide. Es wirkt wie ein Leuchtturm. Es gibt doch am Meer, an den Küsten immer Leuchttürme. Die Pyramide wirkt wie ein Leuchtturm im Universum. Also wenn jetzt sozusagen Planeten, Raumschiffe, also hier auf der Erde so Schiffe fahren am Meer irgendwo und dann sehen sie einen Leuchtturm und dann wissen sie, da kann man ankern oder da kann man hin oder also das Wesen Pyramide deutet darauf hin, dass es verteilt im ganzen Universum wie Leuchttürme sind, die man sehen kann vermutlich von einem Raumschiff oder also es sendet wahrscheinlich so einen Strahl, dass man an der Spitze sehe ich irgendwie so eine Art Laserstrahl in Grün. Es sendet sozusagen so ein Licht, dass man das sieht und dann sich danach orientieren kann. Es hat was von Orientierung. Also das Wesen Pyramide hilft, dass man sich im Universum orientiert. Also wenn ich jetzt das nur als kosmische Pyramide wahrnehme jetzt, kommt mir dieses Bild. Dann, was kommt mir dann noch bei dem Wesen Pyramide? Ja, es ist so, es wirkt so, als ob es sendet. Empfängt es auch? Ja, es empfängt auch, aber es sendet. Es sendet immer Licht nach oben. Es sendet immer in verschiedene Bereiche. Es sendet sehr, sehr weit. Also das, was man auf der Erde sagt über die Pyramiden, es seien Gräber, das stimmt nicht. Das hat mit Pyramiden nichts zu tun. Es wirkt eher wie ja, es gibt doch im Flughafen immer diese Türme, aus denen kommuniziert wird, Flugzeuge, wann die dann fliegen dürfen. Tower, ich glaube, das nennt man irgendwie Tower oder so, Flugtower oder sowas. Und mir kommt das Wesen Pyramide vor wie ein Flugtower, eine Kommunikationszentrale, Orientierungszentrale. Es wird ja gesagt, die wurden auf der Erde gebaut, um Unlicht abzuhalten von der Erde als Schutz.
Sie sind in der Lage, wenn man sie positioniert auf der Erde, oh, sind sie wirklich in der Lage, also wenn man sie baut, einen Schutz sozusagen wie die Erdatmosphäre aufzubauen, als Energieschutz, um die Erde zu bilden. Das können die. Können sozusagen eine Atmosphäre schaffen, eine Schutzatmosphäre, wenn man sie speziell und das könnte natürlich sein, dass dadurch negative Energien abgehalten wurden von der Erde. Dazu sind die in der Lage. Das ist aber eine von den Funktionen, die es kann. Also Pyramiden können Schutzschirme aufbauen auf der Erde, wenn man sie baut. Im Universum selbst sind sie eher Leuchttürme. Und sie sind überall, also überall im Universum gibt es die. Die Pyramiden gibt es nicht nur auf der Erde. In den anderen Orten sind die unterschiedlich. Die gibt es auch. Die gibt es nicht nur aus Stein, die gibt es auch in anderen Formen. Also man kann die auch als Pflanzen bauen. Oder es geht immer darum, was da drin ist in diesem Gebäude, in dieser Pyramide. Und es ist auf jeden Fall eine Menge Technik da drin, die Kommunikation herstellen kann, die empfangen kann, die senden kann. Ja, ja, eine Zentrale, eine Datenzentrale, Sendezentrale. Also theoretisch kann man in einem Wesen Pyramide sitzen und mit einem Pyramidenwesen von einem anderen Stern telefonieren. Theoretisch. Also das ist dann ein Laserstrahl, der dann dahin geht und dann, also man könnte sozusagen, was es hier gibt, diese Maste, diese Handymaste, die es gibt, sowas kann man sich das auch vorstellen. Das macht das Pyramidenwesen im Universum auch. Das geht auch. Hat es eine Absicht? Ist es eine Form? Nee, das ist ein Bewusstsein. Wieder so ein Bewusstseinswesen. Man kann darauf zugreifen und aufgrund dessen, was der Bauplan eines Pyramidenwesens ist, sich auf der Erde eins bauen. Wir könnten auch hier vor der Tür eins bauen. Also die kann man eigentlich überall bauen. Sie funktionieren aber nur mit dem Bewusstsein, dass man damit kommunizieren will. Sie funktionieren nicht, wenn man da nur als Tourist spazieren gehen will oder wenn man glaubt, dass das ein Grabmal ist, dann funktioniert das nicht. Du musst ein Pyramidenwesen schon bei seinen Fähigkeiten abholen, sonst offenbart es nicht seine Fähigkeiten. Also wenn du hingehst und sagst, das ist ein Grabmal, dann bleibt es für den ein Grabmal. Aber es ist kein Grab, Grab von irgendwelchen Pharaonen oder das hat damit nichts zu tun. Es kann sein, dass die sich damit geschmückt haben, aber es kann auch sein, es ist eher so, dass man darüber kommuniziert hat, als dass man hat dadurch sich erhofft, dass da große Kräfte sind dort an dieser und wollte dann gerne auch dort begraben sein, um ins Universum wieder gehen zu können, zum Beispiel als Wesen. In ferne Planeten zum Beispiel inkarnieren zu können, könnte es möglich sein, dass man von dort aus in andere Planeten dann gebracht wird und dort inkarniert, eben nicht auf der Erde. Es könnte so eine Art Raumbahnhof sein, wo man in diese Welten dann sozusagen transportiert wird. Es ist mannigfaltig, das Wesen Pyramide. Es hat mannigfaltige Fähigkeiten. Grundfähigkeit ist Kommunikation, und zwar über lange Strecken. Also wie ein Leuchtturm, wie ein Handymast. Das ist das Wesen
Pyramide, will es uns noch was mitgeben? Ja, mehr oder weniger es sagt, immer in Verbindung bleiben. Immer in Verbindung bleiben. Und wenn man sozusagen seinen Geist darauf ausrichtet, auf ein Pyramidenwesen, begegnet man auch wieder einem. Es ist ganz wichtig, dass man sich danach ausrichtet, vom Bewusstsein her. Und dann empfängt man auch. Das heißt, man kann dann allen Leuten erzählen, naja, da ist gar nichts, da ist überhaupt nichts. Und dann kann sich der Geist nicht darauf ausrichten, dann ist es auch nicht da. Sehr einfach gemacht hier auf der Erde. Und warum sind sie auf der Erde so groß? Naja, weil du ja auch vom Universum, wenn man zum Beispiel anfliegt, eben auch gesehen wirst. Du wirst dann auch wahrgenommen. Deshalb sind diese Gebäude so groß. Und es waren nicht nur diese Gebäude groß, es gab mal sozusagen Wesen, Körperwesen, die auch sehr, sehr, sehr groß waren. Wir waren nicht immer so. Dagegen sind wir heute so kleine Zwerge. Es gab ganz andere Wesen schon, also mit ganz anderen Größen. Und sozusagen multidimensionalen Gehirnen. Aber das ist ein anderes Thema.